Eine Mitarbeiterin von mir hat eine Studie gemacht, Anja Hildebrand, vor 2 Jahren, zur Frage, warum nutzen Vertriebsmitarbeiter soziale Medien so wenig. Eine zentrale Erkenntnis war eigentlich, dass die den Nutzen für ihre eigene Arbeit nicht erkennen. Und ich glaube, wenn man künstliche Intelligenz, wenn man analytische Fähigkeiten, Tools im Vertrieb verkaufen möchte, dann muss man ganz, ganz klar kommunizieren und auch mit Cases deutlich machen, worin der unmittelbare Nutzen vom Einsatz dieser Technologien besteht. Also ich glaube, das ist so die ganz, ganz zentrale Herausforderung, die Mitarbeiter vom Nutzen zu überzeugen. Und der Nutzen muss sehr unmittelbar sein und der Nutzen muss sich quasi direkt im Verkaufsgeschäft der Mitarbeiter zeigen, damit die das akzeptieren und auch Lust haben, das einzusetzen. Ein zweiter Aspekt, der aus meiner Sicht sehr wichtig ist, ist, dass die Mitarbeiter nicht das Gefühl bekommen, dass ihre Kunden wissen, was ein Stück weit ihren Einfluss im Unternehmen begründet, dass das sehr transparent wird, dass das verloren geht und dass sie quasi ein Stück weit mit dem Einsatz von den Technologien ihre Machtbasis im Unternehmen oder ihren Einfluss im Unternehmen verlieren und ersetzbar und austauschbar werden. Und genau diese Angst ist aber mit dem Einsatz von analytischen Technologien häufig verbunden. Und ich glaube, da muss man auch als Unternehmen, wenn man sowas verkauft, schauen, dass man da den Vertriebsmitarbeitern ein Stück weit ihre Kompetenzen lässt.